Willkommen zu Teil 2, Quatsch, Teil 4 schon mittlerweile. Zu Wer bin ich? Abschließend zu meinem letzten Video habe ich ja immer so nur die Arbeit quasi erwähnt gehabt und von den Nebenjobs und weniger bin ich auf die schönen Nebenjobs eingegangen, weil das für mich keine Arbeit gewesen war, sondern eher Spaß. Zum einen, ihr kennt wahrscheinlich schon noch die Rheinrockhallen in Köln, das war so die größte Diskothek. Da habe ich anfangs war ich da Parkplatzwächter und Einweiser für eine gewisse Zeit. Habe mich dann hochgearbeitet zum Gläsersammler in der Disco und bin dann letztendlich hinter die Theke gelandet. Und ich muss sagen, die Zeit, die war echt knaller, in der Disco zu arbeiten, weil da lernst du halt viele Leute kennen und du hast ja richtig viel mehr Spaß. Da ist Arbeit irgendwie, rückt dann in den Hintergrund. Ne? Noch der letzte Nebenjob, der richtig knaller war. Ich habe meinen Rettungsschwimmerschein gemacht gehabt und habe dann in der Sommerphase, wo die Freibäder sich eröffnet haben, da bestand dann auf einmal so Personalbedarf und habe mich dann in den Sommerferien und in der Badesaison habe ich mich da als Badewächter, wie nennt man die Rettungsschwimmer da, aufgestellt. Das war natürlich auch eine schöne Zeit gewesen, in der Sonne die Leute abzuchecken, zu kontrollieren, dass da nichts passiert und so. Damals war das richtig schön gewesen. Also heutzutage würde ich wahrscheinlich nicht mehr in einem Freibad arbeiten, mit den ganzen Chaoten, die da sind. Aber damals war das richtig eine schöne Zeit gewesen. Nun ja, zurück zum Aktienmarkt, wo ich die erste Finanzkrise hinter mich gebracht habe, nachdem ich das Geld wieder, investierte Geld reingesteckt habe, wieder rausbekommen habe, habe ich mich erstmal vom Aktienmarkt ferngehalten gehabt und habe mir gedacht, nee, mit der eigenen Wohnung, die ich vorher gekauft hatte, ist das, glaube ich, eine gute Anlagemöglichkeit, in diesem Bereich weiter sich zu investieren. Habe mir dann auf Kredit 2 Apartments gekauft gehabt, denn es ist immer besser gewesen, auf Kredit eine Wohnung zu kaufen. Ihr müsst euch mal unbedingt das Video "Sind Kredite meine Ruinen" nochmal anschauen, da bin ich detaillierter reingegangen. Damals war ich noch ein bisschen auf einer Halbbremse, halb Gas, also habe mir nur 2 Apartments auf Kredit geholt, weil je mehr wenn man zum Beispiel für 50.000 Euro einfach ein Apartment kauft und die für 400 Euro vermietet, hat man so 9,6% Umsatzrendite. Nimmt man aber die 5 Apartments und teilt, also die 50.000 und teilt die durch 5, investiert quasi nur so pro Wohnung 10.000 und den Rest auf Kredit, dann hat man für das gleiche Geld, was man investiert hat, statt 9,6 mit einer abbezahlten Wohnung, hat man dann bei 50.000 Euro verteilt auf 5 Apartments, und der Rest finanziert durch die Bank, hat man eine höhere Rendite mit dem gleichen eingesetzten Kapital. Sprich, hast du nur 50.000 direkt für ein Apartment bezahlt, kriegst du nur 9,6 Umsatzrendite. Hast du aber das gleiche Geld verteilt auf 5 Wohnungen, hast du eine Umsatzrendite von 48%. Wie gesagt, schaut euch das Video vorher an, also sind Renten meine Ruinen. Da habe ich es nochmal, ach Quatsch, sind Kredite mein Ruin. Und da habe ich es nochmal genauer erklärt. Ja, da ich jetzt meine Einnahmen erstmal nicht mehr weiter erholen konnte und meine Ausgaben soweit reduziert habe und die Sparquote dafür verwendet habe, in die Ratenzahlung der Wohnungen, war ich irgendwie mit meinem Möglichen irgendwie ausgeschöpft gewesen. Also
Da habe ich mir gedacht, so okay, was kannst du noch tun, um noch mehr Geld zu verdienen? Also muss ich gucken, wo ich was machen kann. Da habe ich mir überlegt, okay, ich muss die Einnahmenseite noch mehr erhöhen, damit ich eine höhere Sparrate bekomme. Und habe dann, da ich dann auch schon ein paar Jahre jetzt als Buchhalter gearbeitet habe, habe ich mir dann überlegt gehabt, okay, machst du dich dann zum Meister, sage ich jetzt mal, nennt man das im Handwerk, in der Buchhaltung, im Kaufmännischen nennt man es dann halt Bilanzbuchhalter, und habe dann einen Abendlehrgang besucht neben meiner Arbeitszeit. Das ging dann so über 5 Monate, zweimal die Woche, und da hatte ich eine Woche dann einen Monat noch Leerlaufzeit gehabt zum Lernen für die Prüfung. Ist knallhart gewesen, der Stoff, aber ich habe es durchgezogen dann, habe mich dann prüfen lassen vor der IHK zum staatlich geprüften Bilanzbuchhalter. Ja, dann hatte ich den Titel gehabt, und damit hat sich dann natürlich beruflich bei mir ganz andere Optionen dann eröffnet. Zwar war ich dann wieder unerfahren als Bilanzbuchhalter, aber erfahren als Buchhalter. Nichtsdestotrotz war das halt ein Upgrade sozusagen in der Arbeitswelt. Ja, da habe ich dann eine Firma gefunden gehabt, was mir zugesagt hat, definitiv da zu bleiben. Da hat es mir auch Spaß gemacht. Da bin ich von einem Bereich der Buchhaltung in die andere gekommen, auch in die Bilanzbuchhaltung dann von dort aus rein, und habe dann Abschlüsse, durfte ich dann halt mit erstellen in der Firma. Dort gab es dann halt auch, wie im öffentlichen Dienst, war jetzt kein öffentlicher Dienst, eher privat, aber wie im öffentlichen Dienst gab es dann halt dann auch so Gruppierungen, wo man, und Berufserfahrung, wo einen immer weiter aufstiegen ließen. Ich habe dann nach, ich glaube, 8 Jahren oder was, dort habe ich das Höchste, was man erreichen kann, für mich, sage ich jetzt mal. Der Rest war eine ganz andere Klasse gewesen. Da haben sie dann nur noch Studierte genommen, Unerfahrene, aber egal. Aber ich habe das Bestmögliche dann rausgeholt, und es gab dann halt richtig viel Schotter, ne? Und dieses Geld habe ich dann, die Ausgaben waren ja dann immer noch gering, aber die Einnahmen konnte ich dann steigern, und hatte dann halt wieder eine höhere Investitionsrate. Die habe ich dann weiter gespart, und habe dann mir gedacht, okay, das mit den Wohnungen läuft gut, Wohnung an sich ist gut. Traust du dich mal wieder in den Finanzmarkt reinzugehen, in den Aktienmarkt? Da habe ich mich aber für Immobilienfonds entschieden, ne? Wo dann halt so regelmäßige Einnahmen dann also auch kamen, jährlich. Und habe dann da mal wieder angefangen zu investieren, peu à peu. Was ist dann passiert? Tja, die zweite Finanzkrise. Lehman Brothers ist bankrott gegangen, und zack, die Kurse wieder gefallen. Natürlich auch das eingesetzte Kapital, wieder keine Ahnung. Nicht realisierte Verluste, wie wohlgemerkt, wieder von 40–50%. Da hieß es dann wieder für mich, okay, ich muss wieder aussetzen. Und wichtig ist immer bei der Investition, man sollte immer nur so viel investieren, wie man auch selber nicht braucht, ne? Wenn du dann nämlich Geld brauchst und du hast dann halt so eine blöde Phase erwischt, wo du verkaufen musst, dann realisierst du die Verluste und hast unterm Strich dann halt tatsächlich Verluste eingefahren. Und deswegen, wenn man halt nur das investiert, was man nicht braucht und immer noch Bargeld hat, dann kann man das dann die Zeit überbrücken, wo du halt eine schlechte Phase erwischt hast. War jetzt bei mir die zweite schlechte Phase gewesen, aber ja, dazu auf jeden Fall später mehr. Es gibt noch mehr Phasen, und ja, man muss ja auch aus diversen schlechten Phasen ja lernen. Zweimal habe ich nicht draus gelernt, also beziehungsweise schon. Musste halt aussetzen immer wieder.
Habe kein Händchen gehabt, aber gut, das werde ich euch dann halt beim nächsten Mal erzählen, wie es dann weitergegangen ist. In diesem Sinne, nach der zweiten Krise, gucken, was danach passiert. Bis dann, ciao!